Moin, mein Name ist Marc, das ist Setz Barbecue und heute mache ich den Umami King. Das ist ein Burger, der im Grunde auf meinen Onion Smash Burger beruht, aber ein bisschen Umami-Erweiterung hat. Es gab in diesem Jahr mehrere Events, wo es Burger für mich gab. Es gab den Single und den Double. Das Problem ist, ich kann nicht einschätzen, wie viele Leute den Double haben wollen und wie viele Leute den Single haben wollen. Den Hackfleischanteil berechne ich immer aufgrund der Buns und somit habe ich am Ende auf jeden Fall Buns über. Beim letzten Event waren ziemlich viele Doubles, die rausgingen und weniger Singles. Das heißt, ich habe richtig viele Buns über. Das heißt, heute gibt es Resteverwertung. Ich habe im Prinzip nochmal Hackfleisch gekauft und die anderen Zutaten hatte ich da. Jetzt will ich den Double nicht mehr anbieten, damit ich nicht so viel wegwerfen muss. Denn für nachhaltiger arbeiten und deswegen gibt es jetzt den Umami King. Der beruht auf die gleichen Zutaten. Das heißt, ich habe Hackfleisch, ich habe Cheddar, ich habe Zwiebeln, ich habe Buns und natürlich wieder Mayo, Senf, Salz und Pfeffer. Das sind im Prinzip so die Zutaten, die ich brauche, um leckeren Onion Smash Burger herzustellen. Und jetzt werde ich so ein bisschen Umami-Geschmack dazu geben. Das heißt, die kriegen eine eigene Mayonnaise. Und mit der fangen wir jetzt an. Und dann kommen noch ein paar andere Zutaten dazu und das kommt dann nach und nach. Aber wir fangen jetzt erstmal mit der Mayonnaise an, denn die ist genauso wie jede andere Mayonnaise auch. Aber es kommt eine fermentierte Zutat hinzu und die gibt dann den Umami-Geschmack. Und natürlich nochmal die Soße, die keiner aussprechen kann, denn die hat ordentlich Umami-Geschmack, die Worcestersoße. Die kommt da auch ein bisschen rein. So, die Mayonnaise besteht aus den normalen Mayonnaise-Zutaten. Die habe ich hier. Rapsöl, ein Ei, ein bisschen Zitrone, Senf, Salz, Pfeffer. Das ist alles, was eine gute Mayonnaise braucht. Das habe ich hier drin. Jetzt kommt die Erweiterung rein. Für den Umami-Geschmack kommt ein bisschen fermentierter Knoblauch hinzu. Das ist schwarzer Knoblauch. Da kommen 3 Zehen hinzu und ein Spritzer Worcestersoße. So, und das gibt dann nachher einen richtig schönen Umami-Geschmack. Und jetzt muss ich das Ganze noch langsam hochziehen. Und schon habe ich eine Mayonnaise mit ordentlichem Umami-Geschmack. Mal gucken, wie sie geworden ist. So ein bisschen süß, ein bisschen herb, richtig lecker. Das wird den Burger nochmal richtig unterstreichen, vor allem, wenn wir jetzt zur nächsten Zutat kommen, dann bereiten wir die Pilze vor. Und auch Pilze haben natürliches Umami drin, aber da gebe ich auch nochmal Worcestersoße zu, damit sie richtig lecker werden. Ein bisschen angeröstet in Butter, aber das machen wir jetzt an der Platte. So, als Pilze nehme ich heute Champignons, die habe ich geputzt und in Scheiben geschnitten. Ein bisschen Butter habe ich da, mal gucken, wie viel ich davon brauche. Und zum Ablöschen Worcestersoße. Ja, und jetzt geht's auf die Plancha. Die Plancha ist gut vorgeheizt. Wahrscheinlich mal wieder so ein bisschen zu viel. Ich gehe schon mal ein bisschen runter. Schauen wir mal. So, dann geben wir mal eine Flocke Butter drauf. Oder 2. Und ihr seht, ich habe ordentlich Hitze wieder. Jetzt einfach die Pilze draufgeben. Und einmal unterrühren. Für alle, die jetzt denken, Pilze, risikohaft, da kannst du ja Verschwendung haben, dass du Pilze am Ende wegschmeißen willst. Ich mache ein bisschen weniger. Wenn es die nicht mehr gibt, gibt es die aber nicht mehr. Dann gibt es nur noch die normalen. Solange es die gibt, kann man die bestellen, ansonsten die normalen. Und bei den Pilzen ist das Schöne, man kann die auch am Tag davor vorbereiten und dann einfach wieder aufwärmen. Aber ihr seht, wie schnell das Ganze geht. Man kann es auch direkt vor Ort aber machen, wenn man genug Plancha-Größe hat und genug Platz hat. Und ihr hört es schon, so ganz leicht. Die quietschen. Sobald sie quietschen, sind die eigentlich schon wirklich sehr gut. Das geht sehr schnell, gerade wenn man so eine hohe Hitze hat. Jetzt kommt da natürlich wieder Worcestersoße drauf. Weg von der Mitte, da ist die meiste Hitze bei der Plancha. Einfach an der Seite halten und nachher schön auf den Burger verteilen. Da komme ich jetzt zu. Jetzt bereite ich die Burger zu. Dann mache ich 3 Häufchen von meinen Zwiebeln. Und auch die Zwiebeln kriegen dann ein bisschen Worcestersoße drauf. Oben drauf das Hackfleisch. Wir haben auch hier Lamm und Rind gemischt. Das Ganze einmal smashen. Schön in die Zwiebeln rein, damit der Geruch und der Geschmack ordentlich das Fleisch reingeht. Und erst wenn der Burger gesmashed ist, dann kommt die Würzung, und zwar Salz, Pfeffer und Senf. Einmal drehen.
Röstaromen sind da. Auf der ersten Seite nicht immer zu lange liegen lassen, sondern die zweite Seite. Da kann jetzt richtig schön auf was reinkommen. Da ist jeweils den Käse drauf, die Glocken drüber und da kann es dann auf der anderen Seite schön anziehen und der Käse kann schön schmelzen. Köpfe zuerst, dann können Sie schon mal mit dem Käse so ein bisschen verschmelzen. Und dann kommen schon die Burgerglocken drauf. Die Burgerglocken haben den Vorteil, dass die Feuchtigkeit, die aufsteigt, natürlich gebunden wird. Also die entweicht nicht so schnell, die bleibt unter der Glocke. Und dadurch werden jetzt die Buns noch mal ein bisschen fluffiger. Das heißt, ich packe sie normalerweise in Aluminium noch mal ein. In Alufolie, wenn ich das so mache, kann ich sogar fast drauf verzichten, weil sie sind schon ordentlich fluffig. Und natürlich der Käse. Durch die Feuchtigkeit schmilzt der Käse besser und zerläuft besser. Aber da ist es jetzt kurz drunter und da wird schon zusammengebaut. Auf dem Boden kommt jetzt was von der leckeren Umami-Mayonnaise. Da gehen wir jetzt unseren Burger drauf. Und was natürlich nicht fehlen darf, die Pilze. Und ja, und da ist er, mein erster Umami King. Mal gucken, wie der jetzt schmeckt. Viel würziger. Muss man mal von der Seite abbeißen, hier waren die meisten Pilze. Die Pilze unterstützen den Fleischgeschmack, der ist richtig lecker geworden. Boah. Den werde ich jetzt auch anbieten. Wer jetzt sagt, oh, schwarzer Knoblauch, da hast du ja auch wieder was liegen gehabt, der hält ewig. Der ist fermentiert, da passiert nichts. Der hält wirklich ewig und das ist so lecker geworden. Macht ihr mal nach, richtig gut. Rezept findet ihr natürlich bei mir im Blog. Hier oben könnt ihr kostenloses Abo abschließen, Glocke aktivieren, nicht verpassen. Hier habt ihr das normale Burger-Video, noch ein Video. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin werde ich den genießen und ihr könnt den nachbauen. Also, bis dann, bis nächste Woche. Ciao.